Hallo liebe Hundefreunde, willkommen zurück. Wir wollen uns heute im Detail mit der Erblichkeit von Verhaltensparametern beim Hund beschäftigen. Welche Parameter werden vererbt? Wie werden sie von der Umwelt und der Erziehung überformt? Und lassen sich vielleicht sogar genetische Mechanismen entschlüsseln, die das Verhalten steuern? Dies tun wir auf Basis der beiden Veröffentlichungen, die wir uns letztes Mal schon angeschaut haben, und es gibt viel zu tun. Also, los geht's. In der Genetik geht es um den Zusammenhang zwischen Phänotyp und Genotyp. Phänotypen können vieles sein: Gestaltmerkmale, Körperfunktionen oder eben Verhaltensweisen, wie in diesem Video. Wichtig ist stets, eine genaue, reproduzierbare Beschreibung in messbarer Form zu haben. Genotypen sind die auf dem genetischen Material der DNA kodierten Informationen für die Phänotypen. Die Grundeinheit der Information ist, etwas vereinfacht gesagt, ein Gen. Ein Gen kommt in der Regel in Allelen oder auch Varianten genannt vor. Allele, bei denen nur ein DNA-Baustein ausgetauscht ist, nennt man SNPs. Einzelnukleotidpolymorphismen. Eine Korrelation zwischen Allelen und einem Phänotyp aufzuzeigen, ist umso einfacher, je weniger Gene dabei zusammenwirken und je stärker der Effekt einer Variante oder Mutation ist. Dies ist die erste Studie und dies ist ihr Design. Die Teilnehmer machen bei der offenen Forschungsplattform Darwins Ark mit und wurden gebeten, einen Katalog mit 117 breit gefächerten Fragen zu ihrem Hund zu beantworten. Von der Größe über interaktive Verhaltensweisen bis zu Spezialitäten wie ist wasserscheu, zeigt an wie ein Pointer, ruht mit ausgestreckten Hinterbeinen. Ihr seht, es ist in der Tat eine große Studie mit über 2000 Hunden. Zuerst falle ich einmal mit der Tür ins Haus und möchte euch einen Leitfaden zur Hand geben, wo die Reise in dieser Studie hingehen wird. Demnach sind die Verhaltensparameter in modernen Rassen polygenetisch vererbt. Merkmale werden also durch viele Gene mit ihren Allelen bestimmt. Dies ist übrigens grundsätzlich anders bei anatomischen Merkmalen des Hundes. Entsprechende Gene mit ihren Allelen kommen in unterschiedlicher Häufigkeit in allen Rassen vor. Es gibt also nicht das rassespezifische Allel für eine Verhaltensweise. Und drittens, die genetische Information ist stark durch die Umwelt formbar. Es beginnt im Mutterleib und endet bei Erziehung und Training. Wie bei uns Menschen. Wir werden von Genetik und Umwelt geprägt. So ist es bei den Hunden auch. Dies sind die Kernergebnisse der Studie. Bitte nicht von Bord gehen. Ist gar nicht so kompliziert. Ich führe euch da durch. In der senkrechten Reihe links sind die Fragen aus den Bögen zu den 8 Parametern zusammengefasst. Ich habe die Punkte übersetzt. Sie bilden die Interaktion mit der Umwelt generell, mit Menschen und Hunden ab, sowie Impulsivität und Emotion, Funktion des limbischen Systems im Gehirn. Auf der Waagerechten oben dann verschiedene statistische Herangehensweisen und der Punkt Magma, die Anreicherung differenzierender SNPs im Gehirn. Wollen wir jetzt methodisch nicht weiter darauf eingehen. Und nun zum Pudelskern. Die Auswertung der Verhaltensparameter 1 bis 8 gegen entweder Genetik, das Genetics Matter, oder gegen die Rassezugehörigkeit, das Breed Matter. Die Größe der betrachteten Korrelation ist durch die Größe der Punkte dargestellt. Wir gehen in die Vogelperspektive. Die Ergebnisse sind genauer auf der nächsten Folie beschrieben. Die unterste Zeile ist die Positivkontrolle. Wir wissen, dass die Größe genetisch genau bestimmt ist. Insofern ist die Korrelation mit allen statistischen Größen gleich 1. Mit Magma, der Anreicherung im Gehirn, beschäftigen wir uns ein anderes Mal.
Die Musik spielt also in der ersten Spalte. Kommt es auf die Genetik an? Ganz klar ja, wie durch die dicken roten Balken dargestellt. Und spielt die Rasse eine Rolle? Ja, aber weniger. Aber für einige Verhaltensparameter schon. Der Anteil der Genetik an den Verhaltensparametern ist beträchtlich. Generell deutlich über 25%, manchmal über 50%. Dies deckt sich in der Größenordnung mit den in einem früheren Video präsentierten kleineren Tests auf dem Hundeplatz mit Tieren bekannter Stammbäume. Der Faktor Sozialverhalten Mensch ist entscheidend genetisch bestimmt. Die agonistische Reizschwelle praktisch gar nicht. Auch der letzte Befund deckt sich mit Ergebnissen vom Testplatz für sogenannte Listenhunde. Die Rassenzugehörigkeit ist demgegenüber deutlich weniger ausgeprägt. Mit Ausnahme der Parameter motorischer Impuls, also dem Antrieb, sich bewegenden Objekten hinterherzuhechten, und dem Parameter Folgsamkeit Unterordnung. Die den meisten Parametern zugrunde liegenden Allele bestanden daher wahrscheinlich vor der Rassenbildung und wurden dann zufällig auf die genetischen Pools verteilt. Die zweite Studie, die wir später besprechen, kommt zu einem ähnlichen Schluss. Es kommt also mehr auf das Individuum und seine Ahnen als auf die Rasse an. Den für die Praxis wichtigen Faktor Folgsamkeit, Unterordnung, möchte ich hier noch einmal rassespezifisch für euch aufschlüsseln. Er wird in zwei entgegengesetzt orientierten Gruppen auf einer Skala dargestellt. Unabhängig eigenwillig und folgsam. Der Basset ist demnach der größte Dickkopf, der Malinois gehorcht am besten. In beiden Richtungen der Gruppen sind sehr unterschiedliche Hundetypen abgebildet. Zum Beispiel Niederjagdhunde wie Dackel und Basset, Terrier und Hunde aus der asiatischen Spitzgruppe in den eigenwilligen Hunden. Es macht also für den Hundefreund oder die Hundefreundin, die einfach einen netten Hund als Begleiter im Leben möchte, keinen Sinn, nach Verhaltensschlüsseln zu schauen. Andere Parameter wie das Gefallen, die Größe oder auch die Gesundheit einer Rasse oder der Mischlinge sind deutlich wichtiger. Wenden wir uns nun der zweiten Studie zu. In der zweiten Veröffentlichung wird eine Tür zu einer neuen Art der Genomanalyse geöffnet. In den letzten 10 Jahren, in denen die effektiven Werkzeuge der molekularen Analyse ja schon zur Verfügung standen, ist es nicht gelungen, eine klare Korrelation zwischen einem Verhaltensmerkmal und individuellen Genen oder bestimmten Wegen der Signaltransduktion aufzuzeigen. Dies liegt zum größten Teil daran, dass die Merkmale von vielen Genen bestimmt werden. Jeder Locus tut ein bisschen dazu. Bei diesen, ich sage einmal lockeren Assoziationen, bräuchte es noch viel größere Zahlen, um den Spielverderber Zufall zu überkommen. Aber dann sind die in den Fragebögen enthaltenen Fragen auch menschliche Reflexionen zum heutigen Hundeleben und haben nur bedingt etwas mit der Selektion von der Antike bis zur Neuzeit zu tun. Und genau da setzt die Methode der zweiten Veröffentlichung an. Schon bei der Veröffentlichung des umfassenden Stammbaums der Hunde im Jahr 2017, Thema meines Genetikvideos 1, fiel mir auf, dass die beschriebenen Verästelungen und Verwandtschaften nur bedingt mit der Klassifizierung des FCI, des Internationalen Verbandes der Rassehunde, übereinstimmen. In der FCI-Klassifikation werden die Rassen auf Basis ihrer Aufgabe in der Jagd oder in Gruppe 9 als Begleithunde eingeteilt und zusammengefasst. Die Hunde einer Gruppe haben also eine gemeinsame Funktion, auch wenn die meisten Individuen heute nicht mehr in der Jagd tätig sind. Die Genomdaten der entsprechenden Rassen in den Gruppen zu poolen und den resultierenden Datensatz, zum Beispiel den der Gruppe 1, Hütehunde und Treibhunde, zu den gepoolten Daten der Gruppen mit anderer Herkunft und Aufgabe zu vergleichen, sollte die statistische Kraft enorm erhöhen. Genau das geschieht auch. Besonders ergiebig war die Gruppe der Schafhütehunde, Border Collie und Co., mit ihren genau definierten, unterscheidenden Verhaltensmerkmalen beim Zusammentreiben der Herde. Und Treffer! Der genetisch-physiologische Signalweg Exon Guidance tritt klar und deutlich hervor.
Der Treffer ist aus der Kyoto-Enzyklopädie der Gene und Genome. Axone sind die Ausläufer der Nervenzellen und Axon Guidance beschreibt die der neuronalen Vernetzung zugrunde liegenden Vorgänge im sich entwickelnden Gehirn. So eindeutig ist meines Wissens noch nie eine genetische Assoziation zu einem Verhalten gezeigt worden. Aidan und ich melden uns zurück. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu viel versprochen. 2 interessante Studien, die mit unterschiedlichen Ansätzen zu spannenden Ergebnissen kommen. Beide streichen heraus, dass die Genetik einen sehr großen Anteil am Verhalten unserer Hunde spielt. Aber sie sind formbar. Zusammen mit der Umwelt ergibt sich das Wesen unserer Hunde. In der ersten Studie wird sehr deutlich, dass für das Verhalten die Ahnen, die Genetik der Ahnen deutlich wichtiger ist als die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse. Es macht also für einen Zweibeiner, der einen netten Hund möchte, keinen Sinn, nach einer bestimmten Formel für das Verhaltensmuster nach einem Hund zu suchen. In der zweiten Studie gelingt es, durch Fokussierung auf die Aufgaben der Rassen beim Hüten und bei der Jagd einen Bogen von der Genetik zum Verhalten zu schlagen, und zwar ganz konkret. Es lassen sich bestimmte Verhaltensweisen mit genetischen Mechanismen assoziieren. Hier dürfen wir noch deutlich mehr erwarten in der Zukunft. Spannende Ergebnisse. Aidan hat mir gerade zu verstehen gegeben, das sei ja ganz schön viel Stoff gewesen. Ich muss zugeben, auch ich musste mehrere Anläufe nehmen, um mit den beiden Studien gut klarzukommen. Falls ihr noch einmal etwas nachschauen wollt, werde ich für euch die Folien, die in der Präsentation enthalten sind, auf die Chat-Funktion des YouTube-Kanals stellen. Ansonsten hoffen wir, es hat euch gefallen. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt uns treu und schaltet wieder ein.